Heute habe ich für euch einen wunderbar schmackhaften Hackbraten mit einer ganz leckeren Zwiebelsoße und das Ganze wird nach Hausmannsart gekocht. Das heißt, einfache Zubereitung, aber ein ganz schmackhaftes Essen. Die Zwiebelsoße selber wird ohne Sahne oder ohne viel Schnickschnack gekocht und hat aber einen unglaublich tollen Geschmack und passt hervorragend zu diesen Hackbraten. Als Beilage empfehle ich Kartoffelpüree und für diese Jahreszeit einfach einen knackig frischen Salat. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Rezept. So, und hier auch schon die Zutatenliste. Es ist alles unten in der Beschreibung nochmal hinterlegt. So, als erstes wird der Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. 100 Gramm Zwiebeln werden jetzt erst in feine Würfel geschnitten und anschließend nochmal mit einem Messer schön fein gehackt. Circa 2 gehäufte Esslöffel Petersilie, das kann jetzt krause Petersilie oder glatte Petersilie sein, einfach schön fein hacken und jetzt Zwiebeln und Petersilie zu den Hackfleisch geben. Das Ganze wird jetzt kräftig gesalzen und gepfeffert. Dann kommen 2 gut gehäufte Esslöffel Senf dazu, 70 Gramm Tomatenmark und 2 Eier. Zum Schluss noch 70 Gramm Paniermehl dazugeben und dann wird die Hackfleischmasse gut vermengt, bis ein sämiger Teig entsteht. Also den Teig jetzt richtig schön durchkneten, bis er sämig ist. Und dann habe ich noch einen kleinen Metzger-Tipp jetzt für euch. Dann nehmt diesen sämig gekneteten Hackfleischballen und klopft ihn mal schön auf die Arbeitsfläche und das ein paar Mal. Und dann verbinden sich umso besser die Zutaten. So, den Hackbraten forme ich dann und hier habe ich bereits meine Backform eingefettet. Ihr könnt den Hackbraten auch auf ein Backblech garen, das ist auch kein Problem, oder in eine Kastenform. So, und wenn er fertig ist und seine Form hat, dann geht er einfach in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 1 Stunde. So, und in der Zwischenzeit, circa 10 Minuten nachdem der Hackbraten im Ofen ist, nehme ich dann meine 800 Gramm Zwiebeln, schäle die und schneide sie dann in Streifen. Und bei 3/4 Temperatur erhitze ich jetzt eine größere Pfanne mit einem gut gehäuften Esslöffel Butter, gebe dort meine Zwiebeln hinein und dann fange ich sie an, langsam anzubraten. So, die Zwiebeln jetzt noch schön salzen und pfeffern und dann benötigen die jetzt ungefähr 25 Minuten. Die Zwiebeln müssen öfters gewendet werden und nach 25 Minuten haben sie dann auch die perfekte Farbe. Sie sind schön angeröstet und dann können wir weitermachen mit der Soße. So sieht das Ganze nach circa 25 Minuten aus. Die Zwiebeln sind jetzt schön angeröstet und schön dunkel. Jetzt kommen 500 Milliliter heißes Wasser dazu und 2 leicht gehäufte Teelöffel Rinderbrühenpulver. Alles schön umrühren. Jetzt noch 1 Esslöffel Zucker dazugeben und einrühren, dann die Temperatur runterschrauben auf so eine kleinere Stufe, sodass die Soße für die nächsten 5 bis 8 Minuten vor sich hin blubbert. Die Soße gegebenenfalls nochmal abschmecken und wenn ihr möchtet, könnt ihr sie natürlich auch mit etwas Soßenbinder nochmal andicken. Und dann sollte auch schon der Hackbraten fertig sein. Hier kommt er frisch aus dem Ofen. Bitte noch 5 bis 10 Minuten ruhen lassen, dann kann er angeschnitten werden und mit der Soße serviert werden. Es ist ein ganz tolles Hausmannskostrezept. Ich wünsche euch viel Spaß damit und noch einen wundervollen Tag.